Oh, salut miteinander, das ist der Valentinian und das ist auch die erste Kampagne, die ich spielen hier auf YouTube. Es ist eine Kampagne im Spiel Medieval 2 Total War und eine spezielle Modification drauf, die Divide and Conquer heisst. Und es spielt, wie man hier auf der kleinen Karte sieht, in Mittelalter. Und ich spiele hier als Zwerge von Ered Luin. Wenn ihr hier genau schaut, hier ist zum Beispiel Hobbiton und hier ist Bree und dann ist Imladris, verborgene Tal, Hidden Valley. Und wir sind hier ganz im Nordwesten von Mittelalter, wie ihr seht. Ganz eine sichere Position. Und Zwerge von Ered Luin. Weil ich habe gedacht, meine erste Kampagne werden alles nur Zwerge-Kampagnen sein. Weil ich finde Zwerge am coolsten, habe ich schon immer am coolsten gefunden. Ist mein Lieblingsvolk in Mittelalter. Und ja, ich finde es cool, mal mit denen anzufangen, die ich am wenigsten gerne habe. Das sind die von den blauen Bergen, Blue Mountains. Ja, und ich habe gedacht, ich tue hier mal zuerst ein bisschen die Lore durchlesen, die Geschichte, die die Modders da reingeschrieben haben, und dann fange ich an zu spielen. Ah, but the lights glisten in the halls of Ered Luin, a reminder to all the once proud history of our fathers. Alas, our fortunes wane. Yet we still harbor the greatest array of dwarven bloodlines, a shrinking yet powerful progeny of the seven fathers. Of the seven, ours were the greatest, and our ancestors were fell in battle. Their dirges sung and sharpened axes cutting, fearful and savage to our foes of old. When we were resplendent, when the Ered Luin was at its height, Beleriand treated us far above equals. Our smiths forged wonders that made the elven weapons seem tarnished, even amongst those of the brilliant Noldor of Gondolin. Telchar was our greatest smith, and his creation lay so greatly above all forging that elves paid fortunes and gave pails of respect as if it were water to them. He it was who made the greatest treasures of Menegroth. The old kingdoms of the mountains were Grand Belegost and Fel Nogrod, yet it was the dwarfs of Nogrod that were cause for the hatred of the elves, a relationship that was only rekindled at Khazad-dûm, a friendship with the kingdom of Ered. The slaying of Thingol was foolish but necessary, as he deceived us and awoke the lust we have for the bounty of the rock and stone. We have counted amongst us great lords such as Thorin Oakenshield, and feel the best equipped and remorseless armed host west of the revived realm of Khazad-dûm. Our decline is reversible, as is the resurrection of the might of Belegost and Nogrod. We believe still, and axe and mattock will forge a kingdom to last an age. The fool elves are leaving the shores. This gives us a pleasure, and minds to exploit that have not housed a dwarf of Ered Luin within for a great length of time. They called us Naugrim, the stunted, and hunted us like wild animals, yet we forged and delved with adamant will and great precision. For Azakal's triumphant death, the elves still owe a debt we cannot collect, but our weakness is over.
We have you, Lord, and once more don the masks of war. Whetstones are being driven, the fires belch flame as if we were already ascendant under you, Lord. Smithies provide a war engine like no other. Nothing can withstand dwarven foot, and whilst limited by lesser strength in bow and lacking horse, we cut like skies. Ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht. And our enemies will fall like grass. They will be in awe of the grim warriors whose spirit is strong, whose arms are great, and numbers will ever grow, for a war to make even the eldest look tamed. Master forges, great hall, all repaired to splendor. With our strength, we will forge the way to a conquest to be sung through the halls of the dwarfs beyond the misty mountains, all of whom will wonder at the legends we carve. At last, we can strike our foes, orc and goblin kind, massacre them, and drive them back to fall in pathetic weakness to our wrath. To the east lay ancient foes. Carndum itself will house many warriors amidst piles of dead, and like vengeful ghosts we will fall upon the foulness of the misty mountains and build the greatest mines. For our goal and wish is to strike for Mithril, gold and twinkling gems, as we purge the worthless spawn that are orc kind from the world itself. Here, deep within the blue mountains, have been left only a few of us, never to forget, but slowly to be forgotten, in these grievous ages of our decline. Of our waxing and our furious vengeance, much will be told in ages to come. The ancestors of Belegost and Nogrod will not simply die like whispers amongst embers. Das ist mal Geschichte einfach so Ered Luin, recht gut geschrieben, finde ich. Der Teil von Asakals Death, wo nie kann von Elben zurückgezahlt werden, das bezieht sich noch auf die erste Ära von der ganzen Geschichte in Mittelerde. Und da hat der Asakal mit der Elbe gegen eine grosse Streitmacht von Morgoth gekämpft. Und ihr König, der Asakal, der ist gestorben. Und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hat er auch einen Drachen umgebracht. Und ist dabei gestorben. Ah nein, ich glaube einfach verwundet. Ja. Und es gibt nochmal ein Textchen und das ist auch noch ein interessanter Aspekt, was sie reingebracht haben. Der Grimborn. Das ist ein bisschen, glaube ich, eine Erfindung, einfach um ein bisschen die Kampagne hier würzen, weil man ist hier in einer sehr sicheren Position. Und wenn ich mit denen mitgehe, dann könnte ich böse sein, sozusagen. Und also das wird sich dann alles noch zeigen im Verlauf des Spiels. Und könnte dann gegen die Elben und Menschen hier in Eriador kämpfen. Ja, also ich tue jetzt mal den Text vorlesen. Since the awakening of the dwarves in the First Age, two clans have called the Blue Mountains home, the Firebeards and the Broadbeams. For many years, peace, harmony, and prosperity reigned in the mansions of the dwarves, and the Blue Mountains became a bulwark against the growing shadow of Morgoth. Then, the fates of the dwarves changed when Fëanor and his exiles landed on the western shores of Beleriand. The Noldor favored crafting, smithing, and good solid rock to shape. There were masons, weaponsmiths, carpenters, and jewelers, and they were taught by Aule himself. For some dwarves, the Noldor were an affront to their very existence. After all, were the dwarves not the children of Aule, children of the smith and hammer? Or are they not blessed as the greatest craftsmen? This rumbling of the discontent spread amongst the dwarves, and like-minded groups began to gather in the shadows.
whispering against their elf-loving lords and kings. In time, they came together as a unified and secretive movement, the Grimborn. The Noldor, unaware of a growing threat from the dwarves, looked down on those they named the stunted folk, the Naugrim. They were haughty and proud, and gave little consideration for the dwarves. The bitter rivalry between the craftsmen of the Blue Mountains and those of the elves turned to hatred. Blinded by the searing flame of their anger, the Grimborn eventually came to treat all of the surface dwellers with equal contempt, be they grey elf or green, Sindar or Noldor, elf or human, it mattered not. They all stood in the way of dwarven glory. The agent of the Grimborn were able to penetrate every level of dwarven society, but had still not declared themselves openly. Their goal was war, total dwarven supremacy, and they were handed this opportunity by the elves themselves. The Nauglamir was a famed elven necklace that was near peerless in its beauty. Only 3 magnificent gems could surpass it in quality. They were the Silmarils. The elves of Menageroth came into possession of one Silmaril and desired to have it set into the Nauglamir to create a necklace worthy of Warda herself. A company of dwarves, unknowingly led by 2 Grimborn agents, was in Menageroth at this time and were tasked with the binding of the 2 jewels. Seizing the opportunity, the Grimborn agents convinced the dwarves to abscond with the completed necklace, as surely an item of this quality should only be held by the sons of the greatest craftsmen. Und damit ist wieder Aule gemeint. Und sie sehen sich als Söhne von Aule. As the dwarves fled, Thingol himself tried to stop them and was slain in cold blood. The loss of the king of Doriath was a blow to the Sindar, and the dwarves were hunted. 2 dwarves made it back to Nogrod, 2 Grimborn dwarves. They spun a tale of lies. Thingol had slain the dwarves instead of... Thingol had slain the dwarves instead of paid them. The elves betrayed the dwarves' good nature. How can we not be sure they won't attack us to silence the truth? The mountains erupted. An army of the dwarves was sent to enact vengeance on the elves, and in the 503rd year of the first age of the sun, the great elven city of Menageroth was sacked by the dwarves. A dark day in Middle-earth's history, but a glorious day for the Grimborn. They had achieved their goal, and seizing their moment, they announced themselves as the 8th clan of the dwarves. Their numbers swelled with Firebeards and Broadbeams willingly giving up their lineage to join this new powerful clan. After many years of isolation and grudge-bearing, the Grimborns became the most wealthy and powerful dwarven clan, but the Blue Mountains became a dark and dangerous place. As the years passed, the fortunes of the dwarves changed for the worse when Beleriand sunk beneath the sea. The loyal Firebeards and Broadbeams had fled the southern Ered Luin and established the hidden city of Buzradun, now abandoned the Blue Mountains for good. As one, they left for Khazad-dûm and their faithful Longbeard comrades. The Grimborn stayed. They lived on in the ruins of Belegost and Nogrod, bearing their undying grudge against all surface dwellers. They scraped by a meager existence, and their numbers gradually dwindled. Many Grimborn returned to their kin in the east and forsook the grim oath they had given centuries before. Many simply gave up of life, unable to live under such crushing hate and anger, with no means to impact the path of the world. Through desertion, death and madness, over the next 1,000 years, the number of Grimborn fell away,
to almost nothing. When the Longbeards, Firebeards and Broadbeams came back to the west after the sacking of Khazad-dûm and Erebor, they found a mere handful of dwarves still living in Ered Luin. This small family of Grimborn were integrated back into normal dwarven society, and their legacy was forgotten. However, when Thorin and company reclaimed Erebor some years later, many Longbeards returned to the lonely mountain, leaving Ered Luin small in population. Now, in the waning years of the Third Age, the Grimborn have managed to endure and claw back some small amount of power in Blue Mountain society. For the most part, they are shunned, looked down on by their fellow dwarves, who have not forgotten the hurt caused by the Grimborn in the First Age. However, apathy breeds ignorance, and the Grimborn are poised to return to power. The actions of Clan Lord Gore will now define a new era for the dwarves of Ered Luin. Will they rise as champions of Eriador, or fall into the black pages of history once again, tarnished forever by one name, Grimborn? Auch wieder ein sehr schönes Geschichte, das sie dazu geschrieben haben. Finde ich cool. Also, ich fange jetzt mal an mit dieser Kampagne. Weißt du noch, was ich als erstes will machen? Das ist ein Diplomator. Und da schicke ich hier runter nach Mittelland, zu der Elbe. Jetzt mal mit ihnen reden. Und das Trade Guides holen. Und dann geht es darum, dass wir schon einmal irgendein Gebiet einnehmen. Und ich weiss, dass hier eins ist. Und hier. Und die werde ich jetzt erst einmal holen. Das sind kleine Dörfler. Und dafür muss ich mal eine kleine Armee zusammensammeln. Und das hier, da ist zum Beispiel unser Faction Leader. Und da kurz rausstellen. Upsala. Da ist er. Okay, da ist er. Und er hat ein Bataillon von Gabil-Gaffel Guards. Sehr stark, aber auch sehr teuer. 500 Stutz pro Runde. Die sind besser eingesetzt zum Kämpfen. Anstatt wir könnten halt auch in die Stadt rein tun. Das ist unsere Hauptstadt hier. Und dann wieder ein bisschen mehr Geld machen. Ja, noch geschwind Steuern runter machen. Weil das Wichtigste ist eigentlich, dass unsere Bevölkerung dort wachsen. Und das kann man beeinflussen, indem man eben die Steuern runtersenkt. Dann geht es um 0,5% rauf. Jetzt habe ich mal aufgestellt, jetzt ist es wieder minus 0,5 gegangen. Weil je mehr Bevölkerung wir haben, desto mehr Steuern werden gezahlt. Genau. Und jetzt dann. Zuerst will ich mal das hier bauen. Das ist ein richtiges Gebäude, finde ich. Das tut Building Cost reducen um 15% und Zeit zum Bauen. Auch gerade. Es ist ein recht langsamer Start, aber wenn wir früher schon anfangen, die Gebäude zu bauen, dann müssen wir über die Zeit raus weniger Geld zahlen, um die Gebäude zu bauen. Und sie werden auch schneller gebaut. Aber hier will ich unbedingt Mines holen. Und vor allem hier ist es sehr gut mit den 605 Stutz, die wir bekommen. Very tasty. Und jetzt
camp here. Watchtower. I, noble sire, setting a vigilant watch here. Honor, my lord. My king. Ich muss genau hier annehmen, das heisst, wir laufen etwas. Nein, ist nicht klein. Ah, scheiße. I, noble sire, setting a vigilant watch here. Genau. We march to glory. Honor, my lord. Aye, lord. Aye, my liege. Set a watch. We camp here. Honor, my lord. Making camp here, good sire. Aye, noble sire, setting a vigilant watch. My king. Set a watch. We camp here. My king. Luin, we march no further today. Aye, aye, my liege. My king. Aye, my liege. Aye. Also, das ist eigentlich alles, was wir in der ersten... Da sehen wir noch, wer mit wem im Krieg gegangen ist. Also aufgrund about Luin Way. Kingdom of Gondor, Art und Nein und Principality. Dol Amroth gegen Art und Nein. Und da sind noch Verbündete. My king. Aye, my liege. Aye, lord. Das ist geil, das kann ich so nicht machen. Gut, dann schön zu mir sagen. Aye. Da gehe ich kurz noch auf die Mittel. Ich darf nicht unbedingt ins Minus gehen. Das ist ja nicht wirklich grosser Malus, aber einfach nicht zu fest verschuldet jetzt schon am Anfang. Ich kann ja noch weitere Sachen bauen. So, ich habe jetzt einmal die Endrunde Zeit habe ich rausgeschnitten, weil im Kompi vertreibt es irgendwie nicht ganz, wenn ich das filme und die Endrunde läuft. Also, dass es nicht abgehackt ist und ich irgendetwas Wichtiges sage und dann hört man es nicht ganz. Tue ich es einfach rausschneiden. Das gefällt mir sehr. Die Zwerge von Casa Doom haben Moria zurückgenommen. Pero Melon Amino. Moria has been reclaimed. Fires burn in the depths and torches light the path of the Dwaro dwelleth. And the cheers of the victors echo throughout the misty mountains, southern reaches. Those who gave their lives to defend her before she was lost, have been properly laid to rest, and their claiming peace falls on the ancient mountain city. So, das ist die erste Aufgabe, wird sein, Luin mitzunehmen. Und Dunedain haben Phonos zurückgenommen. Sehr wichtig für sie. Nicht so für mich. Wie kannst du kommen? Ah, bist du noch? Sehr schön. Marching now. We'll rest here. Aye, lord. Aye. Forward. Aye, sire. March. My king. Honor, my lord. Aye, sire. Aye. Sehr gerne mit Adi. We march. My king. Honor, my lord. Awaiting your command. Aye, sir. Ruine. Yes, sire. Sind wir für Minus? Nicht gut, nicht Aye. gut. Ja, ja. Ja, jo.
so oder nicht. Die nächste My Runde. king. Move out. The might leading the men with honor, sire. Gegen die Arsch. Das sind die gefährlichsten hier. Und die kann man eigentlich so gut wie vergessen. Ganz, ganz schlechte Stats haben sie. Aber die ist fertig. Und vor allem sind sie Armor Piercing. Das ist gefährlich für meine sehr gerüsteten Zwerge. Ja. Immer speichern vor der Schlacht, weil es weiß nicht, dass es irgendwie abstürzt, weil das Spiel ist halt auch schon was so 15 so Jahre alt. Es ist schon älter. Genau. Also, auf. Attack! Also wir sind jetzt hier auf dem Schlachtfeld und ich würde alle Ladezeiten jetzt rausschneiden, weil auch wenn es sehr schöne Bilder hat in dem Ladebildschirm, es ist wieder am Pausieren, also da würde ich es gerade rausschneiden. Also, Aufstellung dazu. So, eine Linie, alle in einer Gruppe. Dann am oben sind wir am Kämpfen. Hier werden die Gruppe vor. Dann defensiv. Das ist Spülen. Das wird jetzt ein bisschen gehen bis dann die Schlacht reinkommen und dann können wir einfach ein bisschen vorwärts spielen. Nicht so. Weil falls die auf uns zurennen, will ich nicht, dass sie unsere Armbrustschützen angreifen, weil die sind nicht so gut im Nahkampf natürlich. Wenn ihr Lust habt. Ich schaue, dass ich möglichst wenig Lust habe. Wir sind jetzt natürlich schon wenige und wir sind halt nicht wenig. Langsam laufen. Ups. Also, Angriff. Run, fools! The battle is very much in our favour. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Sehr schön. Aber bei der Armbrustschütze ist es wichtig, dass sie einfach genau auf sie schauen. Wenn sie nicht genau auf sie schießen, dann sind sie kacke.
schneller. Only half the enemy force remains. The enemy army flees the field. After them, cut the cowards down. Veel zu viel. Lieber was man verraten ist. So, das wird lange. Be in awe of the victory we have won here today. A proud victory! Aye, my liege. Das Dorf angreifen. By your will, sire, we shall engage. We shall hold them to siege, sire. Und da haben wir was drin. Warbriders. Warfighters. Ein bisschen besser als die Banditen. Ich muss ja aufpassen. Das sind Zwerge. Wir haben sie mit der Angst. Und speichern. Ja. Könnte ja sein. The times come, lads. Das To ist battle! auf der gut aus, schöner Tag zum Kämpfen. Gefällt mir. Ich glaube, am liebsten will ich durchstehen. Sie werden vorne lassen. Ganz noch. Falls sie angegriffen werden, kann ich oder für den Leib. Was macht der Gegner? Er rennt raus, so wie es geht. Gut über den Ball. Schießen wir es einmal ein bisschen ab. Wir haben schon ausgewählt, falls sie angegriffen werden, dann kann ich mit ihnen führen stürmen. We're here, laddie! Stand your ground, lads! Wenn wir einfach abschließen. Ja, es ist halt ein altes Spiel und macht es immer ganz gut. Schön an. Unmöglich! Mach doch mal vorwärts.
Sorry, wenn jetzt dumm sich zum Angreifen hat. Umso besser für mich. Und jetzt sind wir zurück. Ah, heldenhaft. Heldenhaft. Ach, ja. Wunderschön, was sie machen. Das ist jetzt ein bisschen weiter, das ist natürlich. Das ist ein Idee. Okay. Mit rein. Here! We're tired of waiting! Schießt ihr in der Probe? Und das war nicht gut. Nein, sehr schön. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Forward! Guardians out already! Nothing stands taller than the might of the dwarves. Guardians out already! Forward! We're tired of waiting! Forward! We're ready here! Up now. So viel los nur noch meine Armbrustschütze. Und es war noch kein. Wunderschön. Wunderschön. The enemy general lies dead. Ow. Let the crows have his miserable bones, and let our swords have his men. Battle at last. Philipp. Dumme AI. Ganzes AI von den späteren Spielen ist noch viel gescheiter als das, muss ich sagen. Das ist jetzt halt auch... Das ist jetzt nicht, dass jede Platte so läuft, dass sie so dünn sind. Das ist jetzt schon speziell. Was halt hier jetzt? Ja.
Naja. I shall lead you. Now is the time. Now is the time. We're ready. Und zwei Spiels. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Our men have taken control of the city. Clear victory. Wunderschön. Oh, verdammt, kann ich gut leben. Und der ist gerollt. Glory and honor. Our most noble conquest, sire. Okay. Okay. Ist gut. Ist okay. Astro. Ja, dann haben wir jetzt plus. Yes. So muss das. Ich kann sagen, zum Teilboden, aber ich kann halt bauen mit dem Geld. Ja, so. Die 2 Krieger. Die ist normal. Die ist noch. Was passiert? Ja. Da ist er bekommen. Zum Richen, zum Liebhaber, zum Gefolge. Gefällt mir. Die haben das nicht gern, gar nicht gern. Das die anderen drucken da. Aye, Lord. Aye. Forward! We've marched our limit. My king. My lord. Du gehst schlafen zu der Elbe. Of course, sire. I was stop here, sire. Jo. Also, wir sehen uns in der nächsten Runde. Ja, mit der Elbe sprechen. Finde ich auch eine gute Idee. Aye, my lord. Yes, sire. Ich habe keinen Text gesehen. Über Missland, the Grey Havens. What is it you wish to discuss? Also mit euch können wir verbündet sein. Military Access, dann können wir über das Land laufen. Trade Rights, sehr wichtig. Wir geben ihre unsere Map Information und wir wollen bei ihnen durch einfach können und ihre Map Information haben. Und das sage ich ja. Ja, was sagt ja? This seems quite reasonable. Good day to you. Finde ich schön. So überlegen. Wenn wir ihre Map-Info haben, haben wir jetzt einen Himmlerriss getroffen. Das ist doof. Himmlerriss. Obwohl wir noch nicht präzise haben jetzt. Und das Text bekommen. Okay, 800 Stutz. Stimmt. Und das haben wir bekommen. Nochmal einer. Aye, sire. Move out! Und mit dem Rest gehen wir weiter. Wo würdest du durchlaufen, wenn wir da durchgehen? Ich hoffe, du bist nicht hässlich. We march to glory, Gut. hiding the troops as ordered, sire. Marching now. Angriff! Also da können wir nicht bauen. Da können wir etwas bauen. Am liebsten das da kostet aber zu viel. Das brauche ich jetzt auch nicht. Soll ich als trotzdem Spaß gehen?
meine, es gibt uns ein bisschen Geld. 50 und dann noch ein Trade etwas. Ein bisschen 50 und nur noch 50. Ja, also. 100 Stutz ist es wert. Ja, ist es wert. Absolut. Also. Stockiert worden. Okay. Ah, das ist jetzt mit ihnen gesprochen. Dann schicken wir den zu der Of course, son. Nicht ein. Today's journey is over, Wir haben son. auch alles geholt. Genau, unser Kollege jetzt. Und das ist die Mission gewesen. Und sie haben uns geholfen. My king. I, noble sire, setting a vigilant watch. Watchhouse aufstellen. Das ist immer testen. Uff. Ja, soll ich da nicht oder nicht? Ich glaube. Guter Text. The acumen. The people have stopped burning this man's belonging when he pops to the shop. Okay. Brauchen halt irgendetwas. Orients groß. Wünschet. So. Where to? Die schicken wir nach Orients groß. March no further today. Dann machst du uns viel mehr Geld. Du kommst. We march to glory. We'll rest here the night. I, my king. Sie sind in München. Breland und dann Landings. So, da wird etwas gebaut. Ich kann es dort ausbauen. Autos. So. Ja. Also, dann geht's da ein kleines Schweinefahren. Mit dem kommen wir einfach ein bisschen Essen neben und mit dem wachsen unsere Bevölkerung jetzt. Da kommen ganz wenig Geld über. Oh, 60 Stutz. 64 Stutz. Ja, aber Korruption steigt auch um 8 Stutz. Ja, noch mal 50 plus. Auch gut, auch gut. Also. Where to? Jo, nächste Runde. Wir sehen uns in der nächsten Runde. So, ich zünde mir mal ein Ziegel an. Und jetzt können wir weiter spielen. You gonna be of service? Aye, sir. Ja, Shire reached. Das ist nämlich das ganze Gebiet hier. Das ist Shire. Wo die Hobbits leben. Was gemacht in der Runde? Passt schon. My king. Und da. I, sire. Jo. Angriff. Leading the men with honor, sire. I, sire. Yes. Laying Yes, siege yes. at once. Großer da. Die sind gut. Die sind gut. Die sind am besten als die letzten. Aber ja, immerhin sind sie nicht effektiv gegen Rüstung. Aber okay. 2 Bogenschützeinheiten und ja, das ist eigentlich einfach gesindlich. Von denen müssen wir nicht anschauen. Okay, es sagt, es steht 1:2, aber ganz ehrlich, AI kann man so fest. Speichern und wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Attack! Das ist ein schöner Tag wieder mal für eine Schlacht. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Die zwei. Machen es genau gleich wie das letzte Mal. So ist ja natürlich Bogenschütze, also wir müssen halt nicht so aufpassen, dass es nicht zusammengeschossen wird. Und durch. Im Hintergrund. Verdrohungsartig. Ich glaube, es wird besser von da aus. Das wird von da aus.
Schule. Ich will laufen los, dass sie nicht schon jetzt in den Jahr kommen. Kann ich schießen? Yes. Ganz schön. We're here, laddie! Wunderschön. Stand your ground, Grab your weapons! We're under attack! We're under attack! We're under attack! Ja, die sieht under attack. We're under attack! Unit, march! Immer und immer wieder under attack. Ja, wieder schön am Abend. Ja, das gefällt mir. Das macht eigentlich Lust. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Nur noch 1% haben wir verloren. Also, sind das die Beispiele abgehalten. Ja, wieder mal die idiotische AI. Aber die zum Ende, glaube ich, der Zwergekämpfer. Kein Erfolg. Nur die einfach verpauen. Bald schon leer geschossen. Ich weiß nicht, ob ich hier ganz flankiert. Ja, das macht schon so gut. Now is the time! March! Aber da die Kräfte für Schach. Und der sieht schon da aus. It's time! Now is the time! Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Aber nicht die Krise in War for might. Ah, my lord. The enemy general lies dead. Besser. Let the crows have his miserable bones, and let our swords have his men. Dann ist das ja schon bald Spiel, Our wenn der nächste foe is utterly vanquished. Let all who remember this day remember it as the day. So muss das. So muss das.
So, das nächste Dörfli gehört uns. A proud victory! Well done, men! Und sie haben uns Noble wieder victory! gegeben. Und das liegt natürlich daran, dass wir nicht ihre Kultur sind. So 28%. Der Rest Mittelmänner, Elben, Nordmänner. Du nicht ein und ein bisschen Melkor. Jo, nö. Hat doch Miesle. Hätte sich da nochmal etwas gegönnt. Unsere Faction Leader. So, jetzt machen wir doch schon ein bisschen Geld. Wunderschön, wunderschön. 1000 in der nächsten Runde. Das ist viel. Nice. Super, super. Und dann haben wir das auch endlich fertig. 600 Stutz mehr. So. Was ist das? Mega! Da können wir uns noch stören. Nein, mit Rohangriffen. My king! Aye. Also, dann bis zur nächsten Runde. Aha. Mit denen geschnurren. Awaiting your command. Of course, sir. Also, What is it you bla wish bla. to discuss? Wirklich? Das bitte einmal. Nein, das einmal. Bitte mal sagen. It seems quite Sehr reasonable. schön. Good day to you. Aye, sir. Und dann I was stop here, sir. Aye, Lord. Wenn wir drüben eine gefallen. Gibt viel Geld. Das will ich ein bisschen ausgeben. Was will ich machen? Soll ich hier in den Norden gehen oder soll ich hier in den Süden gehen? Da gibt es nämlich ein Dörfchen, das nicht uninteressant ist. Weil, schlussendlich, wenn wir noch das hier reinnehmen, weil hier ist vielleicht angeblich eine alte Zwergenstadt, wo uns viel Geld könnte reinholen. Man sieht schon mal an den Ressourcen. Sehr Gold. Und wir könnten viel Geld daraus machen. Und ich meine, gut, wenn es jetzt irgendjemand anderes holt, ist auch nicht schlimm. Könnten wir immer nur durch das Gebiet von der Elbe laufen. Wenn wir zwar hassen. Ja, auf jeden Fall. Come and get me, you coward! Keine Banditen im Mieten, sorry. By your will, sire, we shall engage. Mit dir. Speichern. The time's come, lads. To battle! Und da sind wir auf dem Schlachtfeld. Wieder mal wunderschönes Wetter zum Kämpfen. Ich liebe es über alles. Machen wir wieder eine andere Aufstellung. Ja. Nein, ich habe das Gefühl, die Banditen werden wahrscheinlich wieder irgendwo auf Positionen aufsetzen wollen. Hier anfangen und von den Säcken. Ja.
Comme toujours. So, komm, sei very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Only half the enemy force remains. Battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Good tidings! The battle is very much in our... The enemy army flees the field. After them! Cut the... This is a clear victory! Schön, haben wir da nochmal ein bisschen Geld runterfüllen. Glory and honor! Jo, und da müssen wir unbedingt Antwort aufstellen, weil so schade ist jetzt für immer und immer was. Das will ich nicht. Ich will, dass sie glücklich sind. Und dass sie zufrieden sind. Dann bauen wir mal das, ja. Yes, viel wichtiger. Viel wichtiger. Das ist unsere Hauptstadt. Und die muss viel Geld machen und Frieden kosten. Es freut mich, dass Sie uns gern haben.
Und wir sind erledigt, genau. Und was mache ich mit dem? Aye, sire. The mountains cool, to dungeons deep and caverns old, we must away. Frage ist nämlich, Aye, will Lord. ich den hier anschicken, sodass es nichts kostet? Wir haben hier Find our long 2 free upkeep. forgotten gold. Das heisst, wir können die hier unterstellen. Pines were roaring on the high. Weil hier kostet sie uns Aye, sire. Were more Onward. 500. 300 im Unterhalt. 300 im Unterhalt. the fire was red. It flames March! We march no further today. trees like torches blazed with light. Honor, my lord. Set a watch and camp here, my king. Die bauen wir Making mal camp da. here. Achtung, sodass wir ein bisschen mehr von dem Land dort sehen. Ich habe noch Stutz. Was mache ich mit dem Stutz? Stutz. Was tut es mir da bauen? Oder zuerst das? Zuerst das, komm. Immer zuerst das bauen. Dann muss ich auch noch ein bisschen etwas auf der Bank. Wunderschön. Und du kommst da wieder. Du sollst unbedingt das als nächstes bekommen. Und geht in Ewigkeiten, bis du mal etwas tauchst. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Ja, nochmal mit denen reden und nochmal Dear mit service? der Einheit bekommen. Of course, sir. You have a proposition for us? Das war mal so. Und so. Ja, war einfach das. It's good to see you. Another proposition. We're happy to listen. This proposal is of little interest. Well, that seemed fruitful. Farewell. Jetzt haben wir nochmal so einen. So. Aye, Lord. Aye, sire. Aye, lord, sir. In your name, sir. Aye, sire. Aye, noble son, sitting a vigilant, my king. We march to glory. We'll rest here the night, sir. Aye, noble son, sitting a vigilant watch, honor. Aye, son. Making camp here, good sir. So da wird etwas gebaut. Da wird gerade nicht gebaut. Ich kann auch nicht das holen. Das baut, sehr schön. Und da haben wir noch nichts. Wenn wir noch ein bisschen Geld sparen, könnten wir es hier schon bauen. Uff, nein, das ist schon lustig. Aye, Lord. Ja. Was mache ich mit ihnen? Ja, dann.
Verhandlung davon. Dann machen wir den da. Noch einen mehr bauen und einen mehr im Unterhalt haben. Das ist ganz mal. Das ist ganz mal. Nee, ne? Das ist Spiele für Schutz. Das macht 440. Aye, Die sire. Devise jetzt. Move out! We've marched our limit. Ja, das ist schon alles von dieser Runde. Jetzt sind wir uns in der nächsten Runde. Was haben wir? Bauern hat mich gern. Cool. Cool. Oder auch nicht so. Aber, der Elrond ist gestorben. Oje, oje, oje. Aye, my liege. So weh. Marching now. We'll rest here the night. Scheiße. Honor, my lord. We march to glory, making camp here, sire. Aye, noble sire, setting a vigilant Aye, my lord. Aye, sire. What is it you wish to discuss? Die Stuhl wechselgat. Für meine Mappen. I must say we are not convinced until we meet again. Of course, sire. I'll continue tomorrow, sire. I must stop here, sire. Und da drunter mit den Ered Guys reden. Dann kann ich gerade mal Geld ausgeben für das. Und noch etwas. Eventuell da. Ach, mal gucken, wenn wir da Ruinen stellen. Aye. Forward! Okay, also ich kann etwas für 1000 Stutz ausgeben, sodass ich das noch bauen kann. 1000? Ja, nicht ganz. In der 900. In der 900. Du hast das schon gebaut, okay. Jo, dann sparen wir halt das Geld, Gott verteilen wir mal. Aye, my liege. Aye, noble sire. Das ist sehr leer. Das noch mal schön sparen. Und diesen da machen. Das ist eigentlich gerade wichtiger. Ja. Machen wir so. Merci fürs Geld. An honor, my lord.
Marching now. Und da wird man Wachturm an. I, noble sire, setting a vigilant watch here. In your name, I, noble sire. Marching now. Aye, sire. Set a watch. We camp here until morning. Aye, noble sire, setting a vigilant watch here. Making camp here, my king. Die Kampagne ist das gebaut worden. Da könnte man noch 300 Stück rausholen, aber was man natürlich will, ist die sind da 400 Stück. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld. Und das wird doch für andere ausgeben. Sehr schön. So, haben wir mit das mit 800 Stück ran, dann wird das mal. Sehr schön, da ist es schon alles. Ja, die sind nämlich sehr gut. Und die lieben uns. Aha, so schön. Honor, my lord. Aye, my liege. 5 Einheiten da, ja. My king! Da bist du, hä? Hier kommen wir. March! We've marched our limit. Jo. Würde ich mal sagen, tue ich mal das Video hier beenden. Also, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch einen Kommentar oder liket, wenn es euch überhaupt gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.